Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Lang ist die letzte Folge her. Der Grund ist, dass wir wirklich Tag und Nacht unseren Umbau weitergebaut haben und es ist endlich soweit. Wir haben ihn eröffnet. Der größte Unterschied ist eine Riesenfreude für uns. Wir haben nämlich lange gehofft, dass wir irgendwann mal das Wunderland über den Mitteleingang betreten können und das haben wir jetzt geschafft. Das heißt, der Haupteingang ist jetzt hier in der Mitte und da gehen wir jetzt mal hoch. Das Wunderland war schon immer komplett barrierefrei und jetzt auch für die letzten 4 Stufen. Denn hier haben wir einen Rollstuhllift. Das mit dem alten Eingang etwas komplizierter war, funktioniert jetzt hier auch einwandfrei, dass man als Rollstuhlfahrer ganz bequem ins Wunderland kommen kann. Denn hier geht es weiter zum Fahrstuhl, aber den nehmen wir jetzt nicht, wir nehmen das Treppenhaus. So, und hier kommen wir zum nächsten großen Unterschied. Früher war es im 3. Stock, jetzt findet die Begrüßung immer an Tagen, wo Wartezeit ist, nämlich schon hier statt. Wir haben die Erfahrung, dass ungefähr die Hälfte unserer Besucher gut vorbereitet kommt, sprich eine Reservierung hat, ein Ticket hat oder sich informiert hat, wann keine Wartezeit ist. Und die andere Hälfte, nennen wir es mal so, kommt spontan. Da haben wir jetzt hier viel bessere Möglichkeiten, euch alle zu begrüßen, euch zu erklären, was das mit der Wartezeit auf sich hat und was es für Möglichkeiten gibt. Am Ende, nach der Information, egal, kommt jeder automatisch hier an. Denn hier haben wir unseren neuen Kassentresen, mittlerweile mit 7 Leuten. Das heißt, wir haben genug Personal, um jeden Wunsch zu erfüllen. Und idealerweise es zu schaffen, für jeden noch so spontanen Besucher bei noch so langer Wartezeit, jeden nach Hause zu schicken mit idealerweise einem Besuch bei uns. Um das Ganze zu realisieren, war natürlich eine Menge technische Arbeit notwendig und vor allen Dingen die Softwareprogrammierung für das Kassensystem und das ganze Ticketsystem war doch wesentlich aufwendiger, als ich dachte. Und der Weg, bis ich das hier eben gerade mir aus dem Drucker ausdrucken konnte, war relativ weit, weil ein Großteil war natürlich vorher Planung und Überlegung, wo wollen wir überhaupt hin, was wollen wir für ein System, was haben wir für Probleme, wie können wir die lösen. Ziel war es natürlich, ein Kassensystem zu programmieren, was so leicht zu bedienen ist, dass wir dort keine Zeit verlieren. Und was alle Möglichkeiten offen lässt, denn hier vorne findet, wie gesagt, die Beratung statt, ob man eventuell eine Hafenrundfahrt noch zwischenbucht, ob man schon eine Reservierung hat, ob das Ticket gültig ist, all die Fragen beantworten. Und das muss mit der Software natürlich möglichst schnell sein, damit wir viel Zeit für euch haben und eure Beratung. Dazu musste ich eigentlich fast alles neu machen, immer intuitiv bleiben. Gibt es übrigens ein Problem für einen Programmierer. Alte Generation von Usern kennt noch Buttons und klickt drauf und hangelt sich durch Dialoge. Und ich musste feststellen, heutzutage in der Facebook- und YouTube-Generation funktioniert das anders. Man drückt auf Texte, man drückt auf Bilder und das musste ich erst mal rausfinden. Und nachdem ich das Ganze dann so umprogrammiert habe, dass es jetzt ein bisschen wie YouTube aussieht, klappt es eigentlich ganz gut. Man kann hier die Informationen zusammenstellen, was man so braucht und am Ende kommt ein Ticket raus. Das heißt, Kassensystem komplett neu, optimiert darauf, jede Frage möglichst schnell zu beantworten, damit hier nicht neue Wartezeiten entstehen. Jetzt habe ich mein Ticket und ich kann jetzt zu unserem Eingangsbereich gehen, der eigentlich viel zu breit ist. Man kennt das von woanders, da stehen dann Drehkreuze, wo man das Ticket reinsteckt und dann öffnet sich der Bügel und man kann durchgehen. Das hatten wir eigentlich auch so geplant, haben aber in der letzten Phase uns dann entschlossen, irgendwie passt das nicht zu unserem Wunderland-Flair oder wie auch immer, dass wir lieber gerne persönlich scannen. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinem Ticket hier hin und hoffe mal, dass es gültig ist. Danke. Ah. Du bist aber ein bisschen größer als 1 Meter, ne? So, hier kommt der Eingangsgang. Hier sieht man, wir sind noch nicht an allen Stellen fertig, weil so eine weiße Wand im Miniatur-Wunderland, das schreit nach Ideen, die wir auch schon haben, aber dazu später mal mehr. Kommen wir in den Shop, der endlich mal so groß ist, dass man sich nicht mehr auf den Füßen rumsteht. Und hier ist eigentlich so die Möglichkeit, einen Shop hat jeder schon mal gesehen, sieht bei uns nicht viel anders aus, mal ein bisschen was zu erzählen über den Bau der letzten 2-3 Monate, des Endspurts. Wir waren tatsächlich eine Woche vorher, hatten wir das Gefühl, dass das niemals fertig werden könnte. Da habe ich teilweise, der es jetzt auch schon x-mal erlebt hat und kennt, da gestanden, an die Decken geguckt, überall hängen die Kabel runter, überall fehlen noch die ganzen Einrichtungsgegenstände. Der Tischler sagt noch, ja, ich muss noch das und das und das machen. Das heißt, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass das funktioniert. Wo wir besonders stolz drauf sind, ist unsere ICE-Ecke. Das war wirklich eine kleine Idee nach dem Motto, wir können doch ein Restaurant so bauen wie ein Eisenbahnwaggon und der Weg war weit. Wir wollten ursprünglich wirklich einen ganzen Waggon hier bauen, aber dann wäre das so gedrungen und eng geworden, da hätte man sich da nicht mehr wohlgefühlt. Also haben wir uns für die etwas abgesenkten Fenster sozusagen und diese Trennwände entschieden, haben den Mittelgang etwas breiter gemacht als im echten Zug, damit man da mit dem Essen auch durchkommt. Aber im Endeffekt, wenn man sich da hinsetzt, hat man nach 2-3 Minuten schon vergessen, dass man eigentlich in einem Restaurant sitzt, sondern hat wirklich ein bisschen das Gefühl, Zug zu fahren. Technisch, was man hier so sieht, war es echt eine Herausforderung, das Licht so gut verteilt hinzukriegen, dass es nicht aussieht, hier ist eine Lampe, da ist eine Lampe. Da sind ziemlich viele Kabel drin. Auch hier war wieder der Brandschutz eine unserer entscheidenden Problematiken, dass das wirklich 100,0% nichts passieren kann.
Restaurant ist ein gutes Stichwort, weil wenn man das hier sieht, kann man sich vorstellen, irgendwas hat nicht geklappt, nämlich die Küche ist nicht geliefert worden. Das heißt, zum Glück haben wir das so rechtzeitig erfahren, dass wir uns gesagt haben, wir können unsere volle Energie auf den Shop und den Eingangsbereich setzen. Aber auch so haben wir also die Möglichkeit, auch in dieser Folge von Gerrits Tagebuch noch eine Baustelle zu zeigen. Aber nicht mehr lang. Denn auch, wenn es nicht so aussieht, nächste Woche wird das hier eröffnet, unsere neue Küche. Dann haben wir endlich 3- bis 4-mal so viele Speisen wie früher. Endlich mal wieder was Gesundes im Magen und nicht mehr jeden Tag, obwohl es gut schmeckt, Currywurst Pommes. Ich sitze hier schon mal Probe auf unseren neuen Restaurantmöbeln. Sie sind jetzt noch nicht perfekt aufgestellt oder arrangiert, aber ich freue mich da sehr drauf, denn die sind viel gemütlicher als unsere Holzstühle von früher. Auf jeden Fall, 2. Stock fast fertig. Nächste Woche ist es soweit. Dann können wir den 3. Stock abreißen, um da die nächsten 10 Jahre wunderbar noch ein doppelt so großes Wunderland vom Modellbau her zu bauen wie jetzt schon. Vom Flughafen werde ich demnächst wieder mehr erzählen. Momentan kann ich nur berichten, dass wir leider einen kleinen Unfall hatten. Der ist diesmal so glimpflich gelaufen. Die Stangen sind zwar wieder verbogen, aber das Flugzeug war so robust, dass kaum was passiert ist. Vorteil, wir haben eine Überwachungskamera in den beiden Fahrstühlen installiert, so dass wir diesmal relativ schnell der Ursache auf die Schliche kamen. Und ich muss feststellen, Kombination von Programmierer hat sich eine Eventualität nicht gedacht und der Anwender hatte eine Idee, was er machen könnte. Als Kombination hat zu diesem Unfall geführt. Das kann natürlich nicht nochmal passieren. Wir stehen hier an einer sehr idyllischen Stelle des Wunderlandes. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, weil wir werden wahrscheinlich sehr viel Ärger mit den Naturschützern kriegen, denn diese Stelle muss weichen. Sie muss unserem neuen Projekt weichen, was in den nächsten Gerrits Tagebuch-Folgen sicherlich auch immer mal wieder eine große Rolle spielen wird, weil hier kommt ein Teil der Hafen City und die Elbphilharmonie hin. Das ist ein Projekt, was die nächsten ungefähr 1 bis 1,5 Jahre uns begleiten wird und wir werden auch über Gerrits Tagebuch euch da mal ein bisschen die Technik zeigen, wie wir eigentlich so einen 1:1 naturgetreuen Nachbau der Realität hinkriegen, was wir für Techniken verwenden und wie viel Konstruktionsarbeit das ist. Ich freue mich da sehr drauf, freue mich auf die nächsten Folgen und bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Es macht mir eine Riesenfreude, jedes Mal zu sehen, wie viele Leute meine Tagebücher sehen. Bis dann, tschüss.